to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Unsere schöne Zeit in Marokko ist leider vorbei. Wir sind wieder auf der Rückreise nach Spanien und die 6 Wochen sind leider wieder um. Ja, 6 wunderschöne Wochen in Marokko haben sich jetzt leider dem Ende geneigt. Die 6 Wochen, die die Versicherung uns Zeit gegeben hat, ist jetzt wieder vorbei und wir müssen leider wieder übersetzen. Uns hat es wirklich super gefallen, die Reise durch das ganze Land zu machen. Und vor allem das Inland hat uns super gefallen, müssen wir sagen. Wir können es jedem am Herzen legen, wenn ihr es könnt und die Möglichkeit habt, mit einem Camper, auch ohne Camper oder Wohnmobil und Flugzeug. Macht die Erfahrung und besucht dieses wunderschöne Land. Ja, also man muss einfach wirklich sagen, Marokko ist perfekt für einen Roadtrip geeignet. Ja. Also die Straßen sind wirklich, also wir haben es uns echt schlechter vorgestellt am Anfang und sind sowas von positiv überrascht gewesen, dass das so gut ausgebaut ist, das Verkehrsnetz. Also man hat zwischendurch mal, dass es eine Baustelle ist, man ein bisschen über Schotter fahren muss, aber ansonsten keineswegs schlechtere Straßen als in Spanien, Frankreich. Also muss ich sagen, da sind wir teilweise schon durch huggeligere Straßen durchgefahren, als wir es hier jetzt hatten. Deswegen können wir es wirklich jedem empfehlen, wer die Möglichkeit hat, sowohl auf dem Camper oder mit Auto, haben wir heute auch noch drüber geredet, dass man es auch mit dem Auto realisieren könnte, wenn man sich vorher ein paar Tage irgendwie am Strand 4, 5 Tage nimmt. Und dann würden wir aber auch beide mehr Zeit im Inland verbringen. Ja, selbst wenn man eine Flugreise macht, ist es super möglich, Strandurlaub zu verbinden mit einem Mietwagen. In unseren Augen ist es sogar noch viel günstiger und auch sinnvoller, das Land ohne eine Gruppe zu erleben. Ja, wir haben viele Busreisen gesehen, also Leute, die dann die Touren mit Bussen gemacht haben. Macht das nicht. Man wird nur gehetzt von einem Platz nach dem anderen, man ist stundenlang unterwegs, mit fremden Menschen in den Bus reingefercht. Also ja, kennen das auch schon aus Erfahrung, aber deswegen wissen wir auch, es ist besser mit einem Mietwagen. Man braucht keine Angst hier zu haben wegen dem Autofahren. Großstädte sollte man dann wahrscheinlich vermeiden, aber ansonsten kann man hier ganz normal Auto fahren in diesem Land. Richtig, aber auch Großstädte, also für uns war das total einfach tatsächlich zu vermeiden. Wir haben dann immer ein paar Kilometer daneben dann halt einen Campingplatz genommen, haben dann von da aus entweder, dass wir mit dem Bus, mit dem Fahrrad gefahren sind. Also es gibt immer Möglichkeiten, dann wirklich das auch so zu machen. Auch wirklich, dass dann hier die ganzen Campingplätze, die hatten alle wirklich kleine Zelte und so, die man auch ansonsten dann beziehen könnte. Also ich muss sagen, bis jetzt wirklich super ausgestattet, super freundlich. Und trotz Sprachbarrieren hatten wir nie Probleme, uns zu verständigen. Ja, das waren eher Bungalow-Zelte als kleine Zelte. Es sind schon Zimmer gewesen. Das aussieht wie ein Zelt. Ja, es ist halt wirklich, also ich würde auch sagen, dass sie so ein fest ausgebautes Badezimmer hatten, ja, aber ja, das ist wirklich, ich sage ja, so wunderschöne große Zelte waren das halt, aber so von der Optik her halt, ne, also super süß. Also wer vorhat, mit einem Wohnmobil oder Camper hinzufahren, wir haben immer einen Platz gefunden zum Übernachten. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten hier in Marokko, auch relativ günstig, auch viele Möglichkeiten, auch mal alleine auf einem Platz zu stehen. Wir haben auf mehreren Plätzen gestanden, was in Verbindung mit einem Hotel war, wo ein Pool dabei war und eine Dusche dabei war, Strom dabei war, Tee, alles, was man sich wünschen kann. Und man hat teilweise nur 6 € bezahlt trotzdem. Und ja, das sind aber dann so auch die Anfangspreise, meistens so zwischen 6 € und ja, nach oben geht es auch höher natürlich, aber über 10 € braucht man nicht zu stehen, wenn man es nicht möchte. Also unser teuerster Campingplatz war 12 €. Da war dann aber auch wieder alles mit drin. Also es gibt auch noch, wir haben einen einzigen Campingplatz gesehen, der war jetzt teurer. Da haben wir uns dann tatsächlich aber auch umgedreht, weil wir gesagt haben, das ist es uns nicht wert, weil man bekommt die gleichen Leistungen einfach überall anders. Und wenn man dann einfach mal höher zieht, dann hatten wir jetzt dann halt in dem Fall dann bloß einen Parkplatz. Aber ganz ehrlich, wir können auch mal zwischendurch autark stehen, das ist dann eigentlich auch ganz nett. Dann sind wir dann da durch süße Städtchen durchgegangen und haben dann da eine schöne Zeit
verbracht. Ja. Man kann auch hier frei stehen, wir haben es auch gemacht. Natürlich gibt es wie überall Stellen, wo man das nicht machen sollte, aber wir haben jetzt in dem Atlasgebirge in der Nähe gestanden, an einem schönen See, wo wir uns super sicher gefühlt haben. Die Menschen im Inland, die waren alle super herzlich, die haben einen gegrüßt, die haben gelächelt, die haben gefreut, wenn die auch mal andere Leute gesehen haben. Zumindest auch gerade nach der Zeit, wo 2 Jahre lang keine Touristen in diesem Land gewesen sind. Und ja, wir haben uns überall sicher gefühlt. Es war keine Sekunde mal, wo ich mich irgendwie unsicher gefühlt habe, wo ich gesagt habe, hör mal, hier können wir nicht stehen bleiben oder so. Von der Sicherheit, wir haben uns super sicher gefühlt hier in diesem Land. Man kann auf den Plätzen super stehen, man kann hinfahren, wo man möchte in diesem Land. Man wird immer geholfen, die Polizei super freundlich, wenn man Probleme hat, man kann mit jedem reden. Die versuchen, einen so gut wie es geht zu helfen. Das ist nicht wie bei uns, dass wenn man irgendwas hat, selbst wenn man zu schnell gefahren ist, dass man dann, was weiß ich, als Straftäter dargestellt wird. Nein, die sind alle super nett trotzdem zu jemandem. Und ja. Ja, also wir waren wirklich durch die Bahn weg begeistert. Also wir haben einmal tatsächlich die Situation gehabt, da haben wir den Bus dann jetzt quasi nicht direkt verpasst. Der letzte ist ausgefallen, der nächste, danach kam keiner mehr, weil es der letzte war. Und uns haben wirklich so viele angesprochen, ob die uns jetzt helfen können. Und das war wirklich einfach so gastfreundlich auch, ne, dass die Leute, die dann wirklich einfach Englisch auch können, einfach mal vorbeikommen und sagen, hey mal, alles okay, kann ich euch helfen? Und dann spreche ich mal mit dem Busfahrer, ne, der ist hier gerade am Beten in dem Fall. Wir warten mal kurz, dann spreche ich den für euch an, dann kann ich euch auch weitere Infos geben. Und das ist uns wirklich nicht nur einmal passiert. Für uns war es eine sehr positive Erfahrung und wir sind sehr froh, den Schritt gemacht zu haben und hier rüber gefahren zu sein mit der Fähre. Wir werden es wirklich immer wieder machen. Wir mögen sowieso Dinge, die neu für uns sind. Ja. Ne? Uns gefällt das wirklich sehr, wenn man in neue Kulturen eintaucht, wo man wirklich ein bisschen fremdelt noch ein wenig und sich dann merkt, ich fühle mich sehr wohl mit dieser Kultur. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, aber auch da für die richtige Kultur wirklich ab ins Inland. Also gerade jetzt wirklich obenrum ist es schon sehr westlich angehaucht, also auch gar kein Problem, super liebe Menschen, aber wer halt wirklich dieses Erlebnis haben möchte, Marokko zu erleben, der gehört wirklich eigentlich ins Inland. Ja. Unterm Strich, wir haben ein absolut positives Fazit von diesem Land und freuen uns schon auf die weiteren Länder. Ja. Tonight I just want your love above the stars.